Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video möchte ich mit euch eine Landschaft mit Aquarellen malen. Nachdem ihr meine Skizzenbücher gesehen habt, wurde ich da sehr oft gefragt, ob ich das nicht mehr machen kann. Und heute versuche ich das mal. Ich hoffe, es klappt. Und zwar habe ich hier 100% Baumwollpapier. Das hat die Eigenschaft, dass es ein bisschen länger feucht bleibt und man deswegen länger nass arbeiten kann. Und einen Verwaschpinsel, weil der super viel Wasser und Farbe aufnimmt. Jetzt mache ich mir einfach mein komplettes Bild mal nass. So, und dann bringe ich hier, wo habe ich sie jetzt, meine Farbe? Hier mal so ein bisschen orange-gelb ein. Ich möchte, dass es nicht zu orange oder gelblich ist. So, dann nehme ich mir mein Tuch und sauge mir sozusagen einen Kreis frei. Das ist dann die Sonne. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch sehr gut erkennen könnt. Nun nehme ich meine dunkle Farbe. Ich habe mich hier für ein dunkles Blaugrau entschieden. Ich achte jetzt darauf, dass das Gelb und das Blau sich nicht zu stark berühren, denn natürlich, wenn ich Gelb und Blau mische, entsteht halt Grün und das wäre am Himmel nicht so schön. Ich möchte aber, dass die beiden sich so minimal verbinden. So, hier bringe ich jetzt noch so ein bisschen Rot mit rein. Und am Himmel ist es so ein bisschen bläulich, aber da gehe ich gleich auch noch mal mit den grauen Blau hier rein, was ich hier unten habe. So, die Ecken mache ich noch ein bisschen dunkler, weil ich möchte, dass der Fokus so auf diesem Bereich liegt. Und da das Ganze aber noch nass ist, wird sich das auch so ein bisschen noch verteilen. So, und jetzt warten wir erstmal, bis es komplett getrocknet ist. Und zack, es ist trocken. Natürlich ging das in Wirklichkeit nicht so schnell. Ich habe das an der Luft trocknen lassen. Aber wenn ihr ungeduldig seid, könnt ihr das natürlich auch mit einem Föhn auf geringster Stufe machen und dann könnt ihr schneller weiterarbeiten. Im Gegensatz zum Hintergrund, wo wir nass in nass gearbeitet haben, um so einen schönen verschwommenen Effekt hinzubekommen, male ich die Details im Vordergrund mit der Nass-auf-Trocken-Technik. Das eignet sich besonders halt, um Details einzuzeichnen, damit halt nichts ineinander so verschwimmt.
Hier habe ich übrigens das gleiche Grau genommen wie im Hintergrund, nur halt mehr Farbe und weniger Wasser. Deswegen ist es halt dunkler. Und jetzt habe ich dann 2 kleine Hügelchen eingemalt, wovon ich so kleine Grashalme in den Hintergrund male, die unterschiedlich hoch sind, um so ein bisschen mehr verschiedene Ebenen reinzubekommen. Und mit einem kleineren, feineren Pinsel ziehe ich noch ein paar längere Grashalme in den Hintergrund und mache da auch so kleine Ähren sozusagen ran, damit das auch noch mal ein bisschen interessanter wirkt. Allgemein achtet dabei auch ein wenig darauf, dass diese Grashalme nicht nur in eine Richtung gehen, sondern einander auch überlappen, damit das Ganze auch ein wenig natürlicher aussieht. Genauso wie schon gesagt, dass die Grashalme unterschiedlich hoch und lang sind. Die können auch natürlich ein bisschen unterschiedlich dick sein. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu dicke Halme da mit drin habt. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt auch ein bisschen schneller als der Anfang, eben weil das hier einfach nur so eine Art Wiederholen ist, bis ich mit den Halmen und den Gräsern zufrieden bin, die ich eingemalt habe. Wie viel ihr natürlich einmalt, ist ganz euch überlassen. Schaut da einfach, bis es euch gefällt und dann legt den Pinsel nieder und wartet, bis es dann weitergeht. Am Schluss male ich nämlich noch mit weißer Gouache ein paar Lichtreflexe ein, um das Ganze halt ja noch ein bisschen aufzupeppen und ein bisschen mehr Lichtspiel da reinzubekommen. Für noch feinere Grashalme nehme ich einen Schlepperpinsel. Ich glaube, der war Größe 2. Und damit lassen sich halt sehr feine Linien malen, ohne dass die Farbe sozusagen vom Pinsel trocknet, weil der Schlepperpinsel nimmt schon ein bisschen mehr Wasser auf und Farbe aufgrund der längeren Fasern, die er hat, als ein anderer Pinsel in der Größe. Und für mich lässt sich das auch ein bisschen leichter kontrollieren, als wenn ich einen Pinsel habe, der sehr, sehr viel Wasser und Farbe aufnimmt. Also ist für mich in dem Fall auch ein bisschen einfacher gewesen so. Nun male ich noch Grashalme ein, die quasi so über die Sonne so rübergehen. Und da lasse ich jetzt erstmal eine Lücke, sodass es so wirkt, dass die Halme sozusagen auch direkt vor der Sonne sind. Und wenn ihr euch Fotografien mal angeschaut habt, dann ist da auch so ein kleiner Bruch drin bei den Grashalmen dann. Und diesen Effekt versuche ich halt damit nachzurahmen. So, jetzt habe ich das Bild wieder trocknen lassen, um den Vordergrund noch mal ein bisschen gleichmäßiger zu malen, weil der war mir dann ein bisschen zu ungleichmäßig geworden. Und von da aus ziehe ich dann auch noch mal feine Halme in den Hintergrund. Und lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wie euch solche Videos bei mir gefallen, weil es sonst ja, wie gesagt, nur um Tiere mehr oder weniger geht oder so um Basics. Gefällt euch sowas, wie auch die Kürbisse in Aquarell, gefällt euch sowas auch oder wollt ihr sowas eher nicht mehr sehen? Also schreibt das mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch solche Videos auch zu sagen, also mal andere Sachen mit Aquarell zu malen oder ob es wirklich nur bei den Tieren bleiben soll.
Als mein Pinsel dann ein wenig weniger Farbe drauf hatte, habe ich auch nochmal mit der helleren Farbe von den Blau-Grau ein paar Grashalme eingemalt, um nochmal so ein bisschen mehr Wirken zu bekommen, dass ein paar Grashalme im Hintergrund halt heller wirken als die im Vordergrund. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ein paar Grashalme eingemalt, wo ich weniger Farbe am Pinsel hatte. So, nun male ich noch ein paar weiße Highlights mit weißer Gouache ein, die ich vorher ein bisschen mit Wasser verdünnt habe, damit sie sich einfach leichter vermalen lässt. Ihr könnt alternativ auch einen Acrylmarker nehmen oder auch einen Gelstift. Aber achtet darauf, dass ihr das Papier wirklich trocknen lasst, bevor ihr diese weißen Highlights einmalt. Denn sonst kann das halt wieder sein, dass es ineinander verschwimmt und das möchte ich zumindest in diesem Schritt nicht. So, nun male ich einfach ein paar weiße Highlights ein, die so ein bisschen aussehen wie Reflexion vom Gras und der Sonne. Wer das natürlich nicht einmalen möchte bei seinem Bild, muss das auch nicht tun. Aber ich mag diesen Effekt sehr gerne und deswegen male ich den auch ein. Ansonsten habt ihr natürlich ein schönes Silhouettenbild, wenn ihr diese weißen Highlights nicht einmalt. Ja, die unteren Halme sind mir ein bisschen zu hell geworden. Da bin ich dann nochmal mit diesem Blau-Grau rübergegangen und habe die leicht darüber gemalt, sodass die ein bisschen dunkler wieder geworden sind. Ja, nun folgt das Beste vom Ganzen, und zwar das Tape abmachen. Und dann hat man sein schönes Bild mit einem schönen weißen Randumzug. Das sieht nämlich nochmal ein bisschen schön aus, als wenn man so ein voll mit Farbe Tape-Umzug hat. Und tada, da haben wir meine kleine Aquarelllandschaft. Und ich habe mir dann noch überlegt, weiße kleine Spritzer mit weißer Gouache in die rechte Ecke zu machen. Das fand ich, gibt nochmal den Effekt von so wie Wassertropfen oder ähnlichen oder so kleinen Pollen oder sowas. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst gerne ein Like da. Und wie gesagt, schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, wie euch solche Art von Videos gefallen. Und rechts lasse ich euch jetzt nochmal weitere Videos zum Malen mit Aquarell anzeigen. Schaut da gerne rein. Und wie immer, bleibt kreativ. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!